Ho, ho, meine Damen und Herren. Wart ihr auch alle schön artig? Gut, Einzelfallkontrollen kann ich jetzt eh nicht durchführen. Deswegen schauen wir doch mal, welche Weihnachtsgeschichte ich für euch aus dem Sack ziehen kann. Es ist der Malteser Falke von Dashiell Hammett, Detektiv, Raub, Mord. Sag mal, was ist denn das für eine Weihnachtsgeschichte? Ah, ich höre gerade von der Regie. Aha, gut, also dann erst am Ende? Gut. Ja, das ist ja vielleicht eine Weihnachtsüberraschung, liebe Kinder, hä? Mit dabei bei dieser stimmungsvollen Geschichte in der dunklen Jahreszeit sind der berühmte Privatdetektiv Sam Spade, der jedem noch so kleinen Stern folgt, um das Geschenk zu finden, das sie hier sucht, Miss Wonderly, oder heißt sie LeBlanc oder doch O'Shaughnessy? Dann gibt es einen Engel für Sam, also seine Sekretärin Effie. Und außerdem mit ihm im Büro ist sein Partner Miles und dessen Frau Iva. Und weil das ja sein Partner ist sie also quasi auch seine, das sind ja auch alles so bürgerliche Kategorien, findet auch Joel Cairo, der so eine Art Weiser aus dem Morgenland ist, genau wie sein alter Kumpel Mr. Gutman, der in dieser Geschichte auch die Rolle des Santa übernehmen könnte. Jedenfalls ist er korpulent genug dafür und hat auch einen Knecht Ruprecht dabei, also Mr. Wilmer, ja, der ist auch ein bisschen grimmig und räumt auf hinter ihm. Und abschließend gibt es statt benachteiligter Hirten ein Clownsduo bestehend aus Detective Polehouse und Lieutenant Dundee von der lieben Polizei. Los geht's in Sams Büro im schönen San Francisco, wo zwar nicht Weihnachten, aber gerade Bescherung in Form von hübscher Kundschaft hereingeschneit kommt. Hallo, mein Name ist Spade, was kann ich für Sie tun? Wonderly. Bitte beschatten Sie den bösen Mr. Thursby, weil er meine kleine Schwester verführt hat. Ich gebe Ihnen $200 dafür. Und Miles Archer kommt reingeschneit und sagt, jawohl, ich übernehme das, ich mach das, ich. Sabber. Dieses enthusiastische Vergnügen, was er da an den Tag legt, lässt in der Nacht stark nach, denn er wird erschossen. Aua! Worüber Sam von der Polizei benachrichtigt wird. Und Detective Polehouse so, hat der Miles gerade gearbeitet? Ja, er hat einen Typen namens Thursby beschattet. Ja, und für wen? Für Geld. Und ich sag jetzt der Iva, seiner Frau, Bescheid. Das tut er dann aber gar nicht, sondern beauftragt Effie damit. Und einige Stunden später steht die Polizei bei ihm im Apartment. Was kann ich für euch tun, Jungs? Thursby wurde erschossen, den du uns gerade genannt hast. Wo warst denn du? Spazieren. Für wen habt ihr Thursby beschattet? Beichtgeheimnis. Und jetzt raus. Am nächsten Morgen hat Sam erstmal Iva an der Backe. Du solltest mir die doch vom Hals halten. Ja, und wie soll ich das machen? Iva, Mädchen, wie geht's dir denn? Hast du ihn erschossen, um endlich mit mir zusammen sein zu können? Wie kommst du denn da drauf? Natürlich nicht. Wir können uns jetzt nicht mehr zusammen sehen lassen. Ja, aber du wirst mich doch besuchen. Aber selbstverständlich, sobald ich kann. Jetzt musst du gehen. Und Effie so, hast du ihn erschossen? Sag mal, spinnst du? Vielleicht war sie es ja selber. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Antworten von Miss Wonderly. Zu der geht er natürlich. Sagen Sie mal, mit der Wahrheit haben Sie es nicht so, oder? Sie wohnen hier unter dem Namen LeBlanc und mir haben Sie Wonderly gesagt. Wie heißen Sie wirklich? Ja, ich geb's zu, Bridget O'Shaughnessy. Aha. Die Polizei hat eine Menge Fragen an Sie. Bitte retten Sie mich vor denen. Wer hat Archer erschossen? Na, Thursby natürlich. Ich kenne den aus Asien. Der war früher ein Bodyguard für einen Falschspieler. Bestimmt waren das die Typen von damals, die ihn umgelegt haben. Helfen Sie mir bitte. Wie viel Geld haben Sie? Ungefähr $500. Her damit. Ja, aber... Und er nimmt ihr tatsächlich ihr ganzes Geld ab. Und so hat er zwar immer noch keine Wahrheit, aber immerhin $500. Als schon wieder ein Klient vorbeikommt. Hallo, Joel Cairo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine schwarze Vogelstatuette. $5.000, wenn Sie mir die beschaffen. Das ist eine Menge Geld. Ist auch ein ganz besonders schöner Vogel. So, und jetzt Hände hoch, ich durchsuche Ihr Büro. Und er so, nee, tun Sie nicht. Aua! Und bevor Cairo noch Nilhochwasser sagen kann, hat Spade ihn auch schon ausgenockt. Durchsucht ihn, findet aber nichts Interessantes. Aua, das hat voll wehgetan. Das war dann wohl kein ernst gemeintes Angebot. Doch, absolut. Sie bekommen $100 Anzahlung. 200. Und ich krieg meine Pistole? Aber sicher, bitteschön. Sehr gut, dann Hände hoch, ich durchsuche jetzt Ihr Büro. Na bitteschön, der Vogel ist nicht hier. Spade bemerkt jetzt, als er auf der Straße ist, dass er verfolgt wird. Und zwar von so einem Revolvermann. Er kann ihn aber abschütteln und besucht Miss O'Shaughnessy nochmal. Hello again. Mr. Spade. Joel Cairo bietet mir $5.000 für einen gewissen schwarzen Vogel. Ja, aber Sie haben doch versprochen, mir zu helfen. So viel habe ich nicht, es sei denn, ich kann in Naturalien zahlen. Schauen wir mal. Ich muss mit Cairo sprechen. Deshalb treffen sie sich in Spades Apartment, wo es aber sofort zum Streit zwischen den beiden ornithologischen Freunden kommt. Flittchen, Lügner! Wobei allerdings die Polizei wieder stört, die reinkommen und sagen, Spade, hast du Archer ermordet, um Iva zu heiraten? Wen soll ich denn noch alles umgebracht haben? Ey!
Aua! Da wird die Polizei auf die anderen aufmerksam und sagt, Streit? Dann kommen Sie mal alle mit aufs Revier, dann vernehmen wir Sie mal. Nein, das war doch nur ein Spaß unter Freunden, wir wollten euch Polizisten mal so richtig auf den Arm nehmen. Genau so ist es, ja, so war's. Grrr. Und die gehen und er so, ich muss dann auch mal. So, und jetzt erzählen Sie mir mal, was Sache ist. Ja, okay, also Thursby, Cairo und ich waren als Auftragsdiebe in Konstantinopel unterwegs und haben den Vogel geklaut. Aber Cairo wollte uns beide dann bescheißen, also sind Thursby und ich alleine abgehauen und hier wollte Thursby mich dann bescheißen. Aha, und woraus besteht dieses Vögelchen? Porzellan? Lügnerin. Ja schon, aber wenn wir hier ständig von Vögeln reden, Knutsch. Und sie fällt quasi über ihn her und sie verbringen die Nacht miteinander. Mittlerweile ist klar, dass der Auftraggeber des Diebstahls, Mr. Gutman, sich auch in San Francisco befindet. Deswegen muss Spade Bridget erstmal in Sicherheit bringen. Effie, kannst du die erstmal bei dir unterbringen? Ja, okay. Folgen Sie mir in einem zweiten Taxi. Ja, mach ich. Dann bekommt Spade einen Anruf. Wie bitte? Na klar komme ich Sie besuchen, Mr. Gutman. Dieser wohnt mit seinem Knecht Ruprecht im Hotel und sagt, Mr. Spade, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Für wen arbeiten Sie denn? Na, in erster Linie mal für mich selbst. Das freut mich. Und nach einigem Smalltalk geraten sie sich in die Haare und Sam muss richtig auf den Putz hauen und erstmal einen falschen Abgang hinlegen. Erst im zweiten Gespräch erzählt ihm der Gutman das Folgende. Also, ich will die Karten auf den Tisch legen. Das Viech stammt von den Malteser Rittern und war ein Geschenk für Kaiser Karl V., der hat es aber nie bekommen. Es besteht aus purem Gold und ist mit heftigen Klunkern besetzt. Nur ist es heute mit einem Tarnanstrich aus Emaille versehen. Beschaffen Sie mir den Vogel und Sie kriegen $50.000. Noch ein Whisky? Ja, aber gerne. Cheers! Gluck, gluck, gluck. Oh nein, K.O.-Tropfen. Ah! Und er wird ausgenockt und schläft ein. Stunden später erst rappelt er sich auf und wankt wieder in sein Büro, wo ihm Effie mitteilt, du, die Bridget ist nie bei mir angekommen. Aha. Und mit ein bisschen Detektivarbeit findet er heraus, dass nicht nur sie, sondern auch Cairo und Gutman sich für ein neu eingelaufenes Schiff namens La Paloma interessieren. Und bang klingelt der DHL-Mann, ein Seemann kommt hereingewankt. Päckchen für Spade, und er stirbt, von Kugeln durchlöchert. Und das Päckchen ist, tada, der Falke. Da klingelt das Telefon wieder, es ist Bridget. Ich bin Sam im Alexandria Hotel, in Gefahr, bitte rette mich! Und nach einer völlig sinnfreien Schnitzeljagd durch die nächtlichen Vororte von San Francisco läuft er Bridget direkt vor seinem eigenen Apartment in die Arme. Bitte rette mich, ich hab solche Angst! Und er so, ja klar, komm mit rein. Drinnen jedoch ist bereits die ganze Meschpoke versammelt. Mr. Spade, so schön, dass Sie es einrichten konnten. Ja, freut mich auch, dass ich wieder zu Hause bin. Wir hätten dann jetzt gern den Vogel. Na klar, und ich hätte gern jemanden, den ich der Polizei liefern kann, der schuld am Tod von Miles und Thursby ist. Hier ein Sündenbock. Wie wär's denn mit Ihrem Wilmer hier? Den vermisst doch keiner. Und der so, sag mal, geht's noch? Und der Gutman sagt, nein, das würde ich niemals machen, das wäre ja Verrat, der ist wie ein Sohn für mich, na gut. Und sie entwaffnen ihn und wollen ihn tatsächlich der Polizei ausliefern. Nein. So, und dann hätte ich gerne noch Geld. Und er, bitteschön. Und gibt ihm einen Umschlag. Und er so, $10.000, ausgemacht waren doch 50.000. Ja, aber nee. Und dann müssen sie noch die Nacht über warten. Dann ruft Sam seine Sekretärin an und Effie bringt tatsächlich den Vogel in sein Apartment. Und der Gutman so, endlich, 17 Jahre habe ich auf das Vieh gewartet. Wo ist mein Messer? Kratz, kratz, kratz. Er kratzt die Emaille runter und drunter kommt es zum Vorschein, pures Blei. Nein! Betrug, es ist ein Fake! Geben Sie mir sofort mein Geld wieder! Aber ich ziehe meine Spesen ab. Na gut! Und dann ziehen die Verbrecher tatsächlich ab, die betrogenen Betrüger sozusagen. Übrig bleibt der Vogel, Sam und Bridget. Und er so, und jetzt zu uns, Darling. Du hast Miles erschossen, gell? Ja, aber nur, weil ich doch den Thursby aus dem Weg räumen musste. Mensch, das verstehe ich total. Den hat ja der Wilmer dann für dich erlegt. Und du brauchtest einen anderen Beschützer, gell? Ja, genau dich. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ach, Liebling, das ist so schön. Ich hoffe, sie erhängen dich nicht und du kriegst stattdessen nur eine lange Gefängnisstrafe. Damit macht man keine Witze. Aber das war kein Witz. Du hast mich die ganze Zeit benutzt. Du hast mich sogar heute Abend hierher in die Falle gelockt. Und jetzt liefere ich dich der Polizei aus. Nein! Aber da kommt die Polizei schon, die die Gangster geschnappt hat. Außerdem Gutman, den hat der Wilmer erschossen. Ja, so passiert's. Und sie so, das kannst du nicht machen. Und er, oh doch, mach's gut. Nein! Und so endet diese Weihnachten.
weihnachtliche Geschichte. So, und jetzt nochmal zu uns. Was hat diese Geschichte mit Weihnachten zu tun? Da kommen Sie nie drauf. Also, wir von Sommers Weltliteratur sind durch Zufall in Kontakt mit dem maltesischen Blindenverein gekommen, The Malta Society for the Blind. Dieser kleine Verein aus einem kleinen Land braucht ein paar kleine Spenden, um seine Arbeit machen zu können, nämlich sehbehinderte Menschen praktisch zu unterstützen, sich für sie einzusetzen und zum Beispiel die Miete zahlen zu können. Ja, verstehe ich. Ich meine, es ist klar, oder? Viele andere Menschen brauchen gerade auch Hilfe, aber die eben auch. Um die jetzt zu unterstützen und ein bisschen Fundraising betreiben zu können, haben wir diese maltesische Geschichte erzählt. Wenn sie euch gefallen hat, wie wäre es dann mit einer kleinen Spende, so 1 Euro, 2, 5 oder sowas, über den PayPal-Link in der Beschreibung? Das wäre doch echt weihnachtlich. Komm, wir versteigern den Vogel hier. Okay, das machen wir. Und das, liebe Gemeinde, war der Malteser Falke von Dashiell Hammett.